Mal ehrlich, habt ihr mal mit dem Gedanken gespielt, eine Influencerin zu werden? Als mein Kind zur Welt kam, habe ich mal mit dem Gedanken gespielt, eine Mami-Bloggerin zu werden. Mittlerweile bin ich ganz happy, dass ich das doch nicht gemacht habe, denn es gibt schon extrem viele kritische Videos und Artikel zu dem Thema Kinder auf Social Media. Und Leute, jetzt ist es soweit. Family Vlogs gibt es einfach schon so lange, dass die Kinder zum Teil keine Kids mehr sind, sondern junge Erwachsene. Durch ihre Eltern hatten sie schon als Kinder eine Social-Media-Präsenz, ohne diese jemals gewollt zu haben. Und das müssen wir genauer besprechen, denn es gibt einige, die über krasse Erfahrungen berichten und diese auf Reddit geteilt haben. Und da sind echt krasse Sachen dabei, wie zum Beispiel, dass manche schreiben, dass sie in einer Vloggerfamilie groß geworden sind und das ihr Leben ruiniert hat. Oder dass sie heutzutage selbst erwachsen sind und Kinder haben und ihre Mama ihre Kinder nur beaufsichtigt sehen darf, weil sie ihrer Mama nicht vertraut oder Angst hat, dass ihre eigenen Kinder dann auch fotografiert werden und im Netz landen. Uff. Vorab. Wir können natürlich leider nicht beurteilen, ob das Gesagte in den Reddit-Beiträgen wirklich zu 100% so abgelaufen ist. Trotzdem finden wir es wichtig zu schauen, was genau diese Vorwürfe sind, denn sie erzählen teilweise sehr detailliert, warum sie sich gewünscht hätten, kein Family-Blogger-Kid zu sein. Welche Folgen kann es also haben, wenn Eltern teilweise intime Inhalte der Kinder veröffentlichen und was sagen betroffene Kinder heute dazu? Und wie ist die Sicht der Mami-Bloggerin Darlene auf das ganze Thema? Das checken wir in diesem Video ab. Families, die vloggen, kennen die meisten. Sie produzieren Inhalte auf YouTube. Die Eltern teilen ihren Alltag und zeigen diesen oft bis ins kleinste Detail. Vom Geburtsbericht bis hin zum ersten Schultag nehmen sie ihre Community mit und zeigen dabei ihre Kinder oft unzensiert. Sie produzieren quasi Content von Familien für Familien. Und durch solchen Content werden dann auch die Kinder ziemlich oft früh zu eigenen InfluencerInnen, also KidFluencerInnen eben. In dem Fall ist das Kind meistens der Star und das Gesicht des Kanals. Laut eigener Aussage haben die auch echt Spaß daran. Was ist denn, wenn du mal keine Lust hast, ein Video zu drehen? Meistens machen die mir schon Spaß. Es kommt sehr, 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 sehr selten vor. Die Beiträge haben wir bewusst verpixelt, um die Kinder im Netz nicht zu reproduzieren. Und sie haben die Möglichkeit, echt krasse Erfahrungen zu sammeln. Die sitzen dann teilweise schon als 8-Jährige bei Jimmy Fallon. Please welcome Evan and Jillian, ladies and gentlemen. Now. Digi, what? Jimmy Fallon? Okay, ich bin neidisch. Echt? Warum? Keine Ahnung, ich würde schon auch mal gerne bei Jimmy Fallon sitzen. Das Ding ist aber, und das ist eigentlich das Traurige dabei, dass die Kids oft erst Anerkennung bekommen, wenn sie etwas leisten. Die Eltern treten hier oft nebensächlich auf oder als helfende Hand und managen den ganzen Account. Die Videos auf solchen Kanälen können von Spielzeug-Unpackaging bis hin zu Basteltipps gehen und auch wieder hier Content von Kindern für Kinder. Und das muss man sich mal vorstellen. Hier stehen Kinder auf Social Media in der Öffentlichkeit, meistens vor einem Millionenpublikum, gewollt oder ungewollt. Und die Kinder werden leider oft auch in peinlichen Situationen gezeigt. Ich weiß noch, als ich mein Kind regelmäßig gepostet habe, dass sehr viel positives Feedback zurückkam. Mehr Likes, mehr Aufrufe, das alles schüttet Endorphine aus und sagt unserem Kopf, ey, das ist voll gut, das lässt mich gut fühlen. Logische Schlussfolgerung ist, man macht natürlich weiter. Nur wie? Mit welchem Content und wie stellt man da seine eigenen Kinder im Netz dar? Auf Reddit liest man vieles über Grenzüberschreitungen der Eltern und Betroffene sprechen darüber, dass sie in der Badewanne gefilmt wurden. Und obwohl die Betroffenen es versucht haben runterzunehmen, ist das Video ja trotzdem von anderen bereits missbräuchlich heruntergeladen worden und dadurch immer noch online. Oder sie, also die Mama, hat mich bei meiner Periode gefilmt, obwohl ich gesagt habe, dass ich das nicht möchte. Puh, wow. Es ist irgendwie schwer nachvollziehbar, wieso man seine Kinder ausgerechnet in solchen Situationen filmt. Vor allem, weil es auch einfach krasse Folgen haben kann. Aber dazu später nochmal mehr. Jemand auf Reddit schrieb auch, dass sie so paranoid irgendwann wurde, dass der einzige Ort, an dem sie und ihre Geschwister sich umziehen konnten, das Badezimmer war und dann auch nur mit Licht aus. Leute, what the fuck? Und Mami-Bloggerin Darlene postet auch Videos, in denen ihre Kinder Thema sind. Sie hat zum Beispiel auf YouTube eine Reichweite von 27.000 AbonnentInnen und ist sonst auch auf Social Media mit ihrem Family-Content präsent. Sie ist jetzt nicht die klassische Familienvloggerin wie beispielsweise Isabeau, Mami Seelen oder die Harrisons. Sie spricht viel übers Mama-Sein, teilt aber keine Vlogs, in denen sie ihre Kinder von morgens bis abends filmt. Trotzdem sieht man ab und zu lustige Situationen mit ihren Kindern. Zum Beispiel haben meine 2 Jungs neulich ganze 10 Minuten versucht, gemeinsam einen Teppich nach dem Einkauf ins Auto zu laden. Das war echt wie dick und doof und wir haben uns einfach totgelacht. Und natürlich kann man jetzt sagen, vielleicht ist
ist es den Jungs später peinlich. Aber jetzt sind das für uns Momente und Videoclips, die wir auch immer wieder selber einfach zusammen mit den Kindern anschauen und die sie auch einfach super lustig finden. Und ich denke mir, wenn wir die Clips lustig finden, vielleicht können sie auch jemand anderen genauso diesen Alltag so ein bisschen erheitern. Darlene sagt zwar auch, dass in die Privatsphäre eingreifen nicht nur ein Bild posten ist, sondern auch schon, wenn man private Informationen teilt. Sie sieht sich da aber auch in einem Zwiespalt. Und auch eine Userin schrieb bei Reddit, dass es sie ziemlich ärgerte, wenn ihre Mutter sie auch überhaupt in ihrem Blog erwähnte. Und das macht es halt so schwer, so eine klare Grenze zu ziehen. Aber ich glaube auch, bis zum gewissen Grad muss man als Kind auch einfach akzeptieren, dass Eltern manchmal Entscheidungen treffen, die einem vielleicht nicht unbedingt gefallen und trotzdem nicht geändert werden können. Und vielleicht ist es meinem Kind später mal unangenehm, dass Menschen wissen, dass es auch mit 5 noch nicht alleine im Bett, sondern lieber bei uns im Familienbett schlafen wollte. Und ich habe selbst mit dem Gedanken gespielt, Mami-Vloggerin zu werden, denn ich kann es verstehen. Ich bin selbst Mama und ich habe häufiger auch Bilder von meinem Kind gepostet. Die Kleinen sind halt auch einfach so zuckersüß, vor allem das eigene. Und ich war eben so stolz, dass ich es mit der ganzen Welt teilen wollte. Und dieses Phänomen nennt man Sharenting. Das Wort ist zusammengesetzt aus Share für Teilen und Parenting für Erziehung. Oh, wie süß! Oh Gott! Dass Sharenting aber für die Kinder wirklich belastend sein kann, sieht man unter anderem auch in einem Video der New York Times. Dort konfrontieren Kinder, die ungewollt durch ihre Eltern auf Social-Media-Plattformen gepostet werden, ihre Eltern und reden Klartext. Someone out there could look at my body and think something of me that I wouldn't want them to think. But you go on the beach in those clothes, and strangers could take photos of you on the beach and do what they want with those photos. But you're my parent, you're my mom. No lo puedes cambiar, o sea, ustedes son mi orgullo, no pueden cambiar nada. It's a photo where I'm shirtless and I'm not ready for a photo. Yo pienso que todos los papás hacemos eso. Yo la subo, yo no veo nada malo, tú tienes ropa abajo. Está todo privado y solo mis amistades y mi familia pueden ver todo. All it takes is one person and one hack. And there goes all your privacy. Wie es auch schon in dem Video zu sehen ist, sind sich Eltern über die möglichen Folgen des Sharentings oft nicht bewusst. In einer Studie vom Deutschen Kinderhilfswerk wurden Eltern bezüglich Sharenting und der daraus resultierenden Folgen, wie zum Beispiel Datenmissbrauch, befragt. Und das Ergebnis war sehr unstimmig. Sie wollen zwar ihre Kinder schützen, entscheiden jedoch selbst, was sie von ihren Kindern posten und wann sie es posten. Und das zum Teil entgegen den Wünschen der Kids, denn die wollen oft gar nicht gepostet werden. Unabhängig vom Bildungsstand wissen die Eltern zwar, dass es problematisch ist, Bilder und Videos der Kinder im Netz zu teilen, aber sie haben nur eine vage Vorstellung von dem, was mit den Daten passieren kann. Man könnte also behaupten, dass die Eltern einfach nicht so den großen Effort haben, sich mit dem Thema Datenschutz auseinanderzusetzen. Geht ja schließlich auch nur um die Rechte der Kinder, ne? Scheiß drauf. Eltern dürfen ihre Kinder posten und dürfen darüber entscheiden, was sie von ihren Kindern posten, solange das Persönlichkeitsrecht nicht verletzt wird. Gegen das Persönlichkeitsrecht verstoßen würde man, wenn die geteilten Bilder und Videos in die Intimsphäre eingreifen, also Bilder am Strand, in der Badewanne oder Nacktfotos. Und wenn das Recht auf Selbstwahrung verletzt wird. Das heißt so viel wie sich zurückzuziehen und einfach ein bisschen Privatsphäre genießen. Oder auch, wenn die informationelle Selbstbestimmung verletzt wird. Das heißt so viel wie, dass man selber entscheiden darf, was mit den Daten passiert, die im Internet geteilt werden. Eine Betroffene auf Reddit schrieb dazu: Ich fühle mich nicht wohl dabei, dass mein Leben für Internetinhalte verwendet wird und ich bin nicht damit einverstanden, dass man mich zu Hause oder in meinem Leben filmt. Wenn Sie andere Videos oder Fotos von mir sehen, verstehen Sie bitte, dass ich nicht zugestimmt habe. Ich möchte ein privates Leben führen, ohne belästigt zu werden und ohne in meinem eigenen Haus gefilmt zu werden. Und wenn man sich das Ganze mal genauer anschaut, fällt auf, dass fast bei der Hälfte der geschauten Videos die Kinder in peinlichen Situationen gezeigt werden. Als peinliche Situation wertete Jugendschutznetz zum Beispiel einen Vater, der unabsichtlich seine Tochter erschreckte und den Schreckmoment ins Netz stellte. Und mehr als die Hälfte werden in emotional aufladenden Situationen gezeigt, wie zum Beispiel wütend, traurig oder verunsichert. Was ich aber insgesamt an allen Reddit-Beiträgen der unfreiwilligen, fast schon Kinderstars so krass finde, dass in einem Punkt alle Reddit-Beiträge fast identisch sind. Die Kinder haben eigentlich absolut gar keinen Bock darauf und wollen nicht mehr gezeigt werden. Trotzdem machen die Eltern weiter. Auch Elmer vom New York Times Video hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Posting any private information or anything online should be my call. Period. 1 Million Menschen folgen mir auf Instagram. Sondern den Traum meiner Tochter lebe.
Es ist der Wahnsinn, was Leo uns hier ermöglicht. Ich will mein altes Leben nicht zurück. Okay, wenn Papa Andreas sein altes Leben nicht zurück will, muss man halt weitermachen, wa? Produktplatzierungen, Werbeverträge, hohe Aufrufzahlen auf YouTube können richtig Patte machen. Deutschsprachige Content-CreatorInnen sollen einen geschätzten Nettoumsatz von etwa 560 Millionen Euro in einem Jahr gemacht haben. Tendenz steigend. Da würde ich auch mein altes Leben nicht zurückhaben. Das ist auf jeden Fall genug Patte, dass viele Eltern ihren Job an den Nagel hängen. Also, wenn wir uns beispielsweise die bekanntesten in Deutschland anschauen, dann ist Isabeau zum Beispiel hauptberufliche Familienvloggerin und auch die Eltern der Kidfluencer Miley und Leo Balis haben ihre Jobs aufgegeben, um ihre Kinder zu managen und Content zu produzieren. Also die Kinder, die tragen richtig viel dazu bei, um die Familie zu finanzieren. Und oft sind die süßen Gesichter der Kinder das Werbegesicht. Da ist von Kinderspielzeug bis hin zu Grußkarten oder Schuhen alles dabei. Eine Reddit-Userin zum Beispiel schreibt über ihre Mutter: Sie bringt mich dazu, sie posten zu lassen, indem sie sagt, dass sie so ihr Geld verdient. Also, wenn ich Geld für etwas möchte, soll ich aufhören, über Bilder zu streiten. Und jemand anderes schreibt: Außerdem wollen sie alte Videos nicht löschen, weil es Werbeeinnahmen gibt. Diese UserInnen sollen ihre Eltern darum gebeten haben, sie nicht mehr zu posten. Jetzt aber mal Real Talk. Stellt euch mal vor, ihr wollt nicht mehr gepostet werden von euren Eltern, aber ihr wisst gleichzeitig, wenn ihr da nicht mitzieht, dass davon der Lebensunterhalt manchmal der ganzen Familie abhängt. Puh, Alter, die Last, die will ich nicht auf mir tragen. Ob gewollt oder nicht, das kann zu einem hohen Leistungsdruck und krassen Stress führen. KinderinfluencerInnen arbeiten aufgrund der Anforderungen der KooperationspartnerInnen unter einem hohen Zeit- und Konkurrenzdruck. Ich habe das Gefühl, dass ich mich zu Hause nicht entspannen kann, weil immer Content produziert wird. Auch das schreibt eine Reddit-Userin und das finde ich ziemlich heftig. Aber warte mal. Ständig Content produziert, wie das wohl so arbeitsrechtlich aussieht? Anders als bei KinderschauspielerInnen gibt es meistens keinen offiziellen Chef, noch einen Arbeitsvertrag oder eine richtige Möglichkeit für die Behörden, mal zu checken, ob auch alles wirklich eingehalten wird. Wie etwa, ob das Kind zum Beispiel 14 Stunden Pause zwischen den Dreharbeiten hat. Damit Kinder vor der Kamera arbeiten dürfen, müssen nämlich bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Das Jugendarbeitsschutzgesetz regelt, wie viele Arbeitsstunden für welches Alter in Ordnung sind. Außerdem muss das Jugendamt die Kinderarbeit genehmigen. Bei Milay's World wurden die Behörden aufgrund der Größe des Kanals aufmerksam. Sie dürfen nur noch 7 Videos im Monat produzieren. Ob das bei anderen auch so ist schwer nachvollziehbar. Es kann auch ziemlich gefährlich werden, wenn sensible Informationen von den Kids geteilt werden. Denn potenzielle TäterInnen haben es mittlerweile super einfach, auch persönlichen Kontakt zu den Kindern aufzunehmen. Alicia Cho hat das in ihrem Video sehr gut gezeigt. Mit ein paar Klicks wusste sie ziemlich viel über die Kinder. Wie bürgerlich heißen, wo sie wohnen, wie ihr Kinderzimmer aussieht, an welchem Tag sie Geburtstag haben und wie alt genau sie sind. Und auch hier finden sich wieder die Erfahrungsberichte der Reddit-Beiträge wieder. Jemand hat versucht, meine Schwester zu entführen. Er kannte ihren Namen, ihre Adresse, ihre Schule und weitere Details. Meine Schwester wusste nicht, dass er ein Fremder war, weil er so viel über sie wusste. Als ich älter wurde, bekam ich gruselige Kommentare und wurde online belästigt. Und dazu kann auch noch Mobbing und Hate kommen. I remember when I was really little, I was going on my YouTube comments, and yeah, there were haters. Honestly, reading these hate comments sometimes really got to little Evan. Als wir Darlene nach ihrer Sicht gefragt haben, ob sie Angst davor hat, dass ihre Kinder wegen ihres Contents gemobbt werden könnten, meinte sie, dass sie sich da keine Sorgen macht. Ich muss ehrlich sein, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich Mobbing als Argument höre, weil ich tatsächlich glaube, dass das der unwahrscheinlichste Grund dafür ist, dass Kinder später gemobbt werden könnten. Ich meine, was sollen die Großartiges sagen, wenn die unsere Videos sehen? Du hast deiner Mama beim Donutsbacken geholfen, das ist ja so uncool. Aber abgesehen davon werden Bilder und Videos von Kindern im Netz missbräuchlich verwendet. Glaubt man zum Beispiel in Pochers, gibt es Screenshots aus dem Darknet, wo Influencer-Kinder im deutschsprachigen Raum nach Aussehen und weiteren Faktoren, die ich hier nicht benennen möchte, gerankt werden. Und das sind normale Fotos. Die Kinder sind nicht leicht bekleidet oder ähnliches. Das perfide an der Sache ist, dass es nicht nur die unwissenden Eltern geben soll, sondern anscheinend auch die Blogger-Eltern, die darüber Bescheid wissen und trotzdem weiterhin ihre Kinder posten. Denn die Pochers sollen die betroffenen Familien angeschrieben und informiert haben. Schauspielerin Nina Bott hat auf die Nachricht der Pochers reagiert und zensiert mittlerweile ihre Kinder. Aber andere Familien haben es einfach ignoriert. Hier finde ich es nochmal wichtig zu betonen, Internetkriminelle bedienen sich nicht nur an den Daten und Bildern von Influencer-Kids, sondern auch an Privataccounts von ganz normalen Kindern und Familien. Für eine
einer Studie der Landesanstalt NRW wurden mehr als 2000 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren deutschlandweit befragt. Ein Viertel gab an, schon mal beim Chatten mit einer fremden Person zu einem Treffen aufgefordert worden zu sein, und jedes 7. Kind wurde aufgefordert, sich vor einer Webcam auszuziehen oder die Handykamera anzuschalten. Auch Darlene hat sich damit beschäftigt und eine klare Meinung, warum sie ihre Kinder zeigt. Natürlich finde ich die Tatsache, dass es sowas überhaupt gibt, absolut widerlich und abstoßend. Aber meiner Meinung nach ist es keine Lösung, Kinder deshalb komplett aus dem Internet zu verbannen. Ich glaube, das ist auch total unrealistisch. Kinder gehören einfach zu meinem Leben mit dazu. Viele verpixeln dann deswegen die Gesichter ihrer Kinder und machen es sich damit so leichter, als sie wahrscheinlich komplett aus dem Ganzen rauszuhalten. Aber ich finde das immer so ein bisschen doppelmoralisch, die Gesichter nicht zu zeigen, weil man dann ja trotzdem zeigt, was es ist, was es sagt, was es spielt, und das ist für mich genauso ein Eingriff in die Privatsphäre, wie das Gesicht zu zeigen. Ein weiterer Punkt ist, dass Kinder ja auch in der realen Welt viel zu oft übersehen werden. Halten wir sie jetzt auch noch aus dem Internet raus, dann wird das diese Problematik wahrscheinlich eher noch verstärken. Stellt euch mal vor, euch geht's nicht gut und ihr wollt einfach mit euren Eltern darüber quatschen, aber müsst dabei befürchten, dass es danach die ganze Welt weiß. Als es mir psychisch schlecht ging, konnte ich mit meiner Mutter nicht darüber reden, weil ich Angst hatte, dass sie es im Internet veröffentlichen würde. Der Safe Space, der das Zuhause für viele ist, kann dadurch halt verloren gehen. Man kommt nach Hause und egal wie der Tag war, ob gut oder schlecht, boom, hast du eine Kamera in der Fresse. Also danke für nichts. Und das ist gar nicht so weit hergeholt. Auf Reddit heißt es: Ich hatte nicht einen einzigen privaten Moment. Meine Mutter hat mich mit laufender Kamera geweckt und oft bis zum Einschlafen gefilmt. Was denkt ihr eigentlich dazu? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. KinderinfluencerInnen müssen sich sehr früh mit dem medialen Ich auseinandersetzen und dürfen bestimmte Emotionen vor der Kamera nicht zeigen, denn sie müssen halt für die Aufnahmen funktionieren. Das schreiben Medienexperte Prof. Dr. Lutz Frühbord und Co-Autorin Annette Floren in ihrer Publikation. Als Kind eine so große Reichweite auf den Socials zu haben, kann zu unter anderem eine frühzeitige Markenbindung, materialistisches Verhalten, übermäßige Sexualisierung, Bedienen an typischen Rollenklischees, eine verzerrte Selbstwahrnehmung und eine höhere Wahrscheinlichkeit an Angststörungen oder Depressionen zu erkranken führen. Was man auf jeden Fall auch noch erwähnen sollte: ForscherInnen sehen auch die Chance, die eigene Identität zu erfahren und zu entwickeln, wenn man das Kind beispielsweise auf einem privaten Insta-Account spielerisch ausprobieren lässt. Aber in welchem Punkt hat eigentlich Darlene die größten Bedenken, was ihre Kinder angeht? Das ist so ein bisschen dieser "Oh, ich bin im Fernsehen"-Faktor. Und deshalb ist eine Sorge, die ich eher hätte, dass sie später vielleicht mal total mediengeil werden und auf Teufel komm raus berühmt werden oder ins Fernsehen gehen wollen. Und das ist für mich dann eher ein Grund, warum ich im Alltag jetzt nicht ständig so den Fokus auf Kamera und Klicks und Co. legen möchte, sondern sie einfach erstmal in Ruhe Kind sein lassen möchte. Bei der Recherche ist immer wieder aufgefallen, dass zwischen Eltern und KidFluencerInnen eine Art Abhängigkeit entsteht. Dass Kinder von Eltern abhängig sind, ist normal. Andersherum ist es mehr als fragwürdig. Sie sind wütend auf mich, weil ich ihr Einkommen beeinträchtige, und ich habe sie angeschrien, dass sie erwachsen werden und sich einen richtigen Job suchen müssen, der nicht davon abhängt, ihre Kinder für das Internet zu filmen. Das ist nämlich verdammt gruselig, und außerdem ist Kinderarbeit illegal. Sie müssen einen Job haben, bei dem ich nicht dabei bin. Yes, sollten sie haben, Leute. Klar, so als Community ist es nicht peinlich zu sehen, wenn ein Kind den ersten Zahn verliert. Damit kann ich auch relaten, so von Mami zur Mami-Bloggerin, versteht sich. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass es dem Kind irgendwann peinlich werden könnte. Alleine das ist und bleibt für mich ein Grund, keine Mami-Bloggerin zu werden. Die Eltern zeigen in ihren Vlogs ihren realen Alltag, und dazu gehört natürlich auch mal ein schreiendes Kind oder ein Kind, das mal aufs Töpfchen muss. Als Mutter zu sehen, dass andere Kinder auch mal schreien und trotzig sind, kann total helfen. Trotzdem glaube ich, dass es möglich ist, einen realen Alltag darzustellen, ohne Kinder in solch intimen Situationen zeigen zu müssen. Darlene zeigt zwar ihre Kinder, aber dreht die meisten Videos ab, wenn die Kinder eh aus dem Haus sind. Und seit ihre Kids größer sind, dürfen sie mitentscheiden, was online kommt und was nicht. Auch wenn es Family-Blogger gibt, die sich das Thema Kinder im Netz wirklich zu Herzen nehmen und Kinder wie Evan, die krasse Erfahrungen sammeln konnten und bei Jimmy Fallon waren, wo ich immer noch ziemlich neidisch bin übrigens, ja. Fängst du an zu stottern? Ja. Sind Kinder im Netz einfach insgesamt krass problematisch. I mean, in jedem Reddit-Beitrag sind die Kids
echt pisst und leben mit psychischen Folgen. Und das nur, weil ihre Eltern sie in den Videos thematisiert haben. Was hätte auf jeden Fall vermeidbar sein können und das wieder rückgängig zu machen, ist halt auch nicht möglich. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal einen Reddit-Beitrag zitieren. Jetzt, wo die sozialen Medien für jeden zugänglich sind, kann ich mir nur vorstellen, dass es mehr Menschen wie mich geben wird, die aufwachsen und es ihren Momfluencern übel nehmen, dass sie im Grunde nur als Accessoire für ihr Leben benutzen. Valeria hatte sich in diesem Video hier auch mal damit beschäftigt, wie es den Nickelodeon-Stars heute psychisch geht, und in diesem Video hier spricht Aurora über Kinderstars. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye.